Hallo, ich bin Klaus Eisenwetter. Ich bin ausgebildeter Humanmorphologe und seit über 20 Jahren praktizierender Morpheus Profiler. Ich arbeite international, habe vor etwas über 18 Jahren um dieses Thema herum die Global Profiling Group AG in der Schweiz gegründet gehabt und arbeite international. Auch heute eine Geschichte aus meiner Vergangenheit in der Anwendung des Morpheus Profiling. Schon lange her, aber es ist, denke ich mal, auch eine sehr spannende Geschichte, die euch vielleicht genauso berührt, wie sie mich damals berührt hatte. Ich bin damals angesprochen worden von einer Heimleitung. Das ging hier um eine sogenannte, es hieß damals noch, auch Sie selber haben es als solches benannt, eine sogenannte Behinderteneinrichtung. Man würde heute sagen, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung waren dort 24 Stunden rundum in der Betreuung gewesen, und es gab eine Dame, die mittlerweile Verhaltensauffälligkeiten gezeigt hatte bezüglich der Pfleger. Das heißt, sie wollte teilweise aus ihrem Zimmer herausspringen, was im zweiten Stock war. Das heißt, wäre natürlich, würde man sagen, das hört sich an fast wie eine Suizidgefährdung. Dann hatte sie teilweise bei also beim Essen, ja, bezüglich Frühstück, Abendessen, Mittagessen, fing sie an mit dem Besteck zu schmeißen oder auch mit Messern nach den Pflegern zu stechen. Und man kam einfach nicht mehr weiter. Natürlich hatte die Einrichtung selber Psychologen, Soziologen gehabt und natürlich auch die Pfleger, die man gefragt hatte, aber man war mit dem Latein am Ende. Und da die Heimleitung wusste, was ich mache und was wir machen, wie wir es machen, bin ich dann gefragt worden, ja, musst du dich auch mit dieser Dame unterhalten. Das war natürlich sehr schwierig. Aufgrund dieser kognitiven Beeinträchtigung war kein Gespräch möglich. Und sie fragten dann, wie lange brauchst du, Klaus, dafür, um dir die anzugucken, um zu wissen, was mit dieser Person los ist. Und ich sagte, okay, gib mir bitte eine Minute, 1,5 Minuten, ich gucke sie mir an, um mir dann ihr sogenanntes biologisch-genetisches Profil anzugucken. Weil innerhalb der Humanmorphologie selber ist ein Konglomerat aus Genetik, Epigenetik, Neurowissenschaften und vieles, vieles mehr. Und wir sind hier vor allen Dingen in der Expertise der sogenannten phänotypischen Genetik unterwegs in der Humanmorphologie. Ich will es nur nicht zu kompliziert machen. Das heißt, ich kann mir natürlich aufgrund des Gesichtes, des Kopfes und auch des Körpers ein Bild machen, welche Grundimpulse sie hat. Und da sie natürlich kognitiv nicht kontrolliert werden konnten, ja, durch diese Beeinträchtigung, ist sie natürlich aus ihrem biologischen Impuls heraus, hat sie nur agiert, ohne zu kontrollieren, ohne diese Hemmungen zu haben. Und als ich mir sie angeguckt hatte und wie gesagt, diese 1,5 Minuten waren vorbei gewesen und an dem Tag sind dann alle Pfleger zusammengekommen, Frühschicht und Spätschicht, und fragte natürlich nach dem Arbeitsablauf und der Alltäglichkeit dieser Person. Was macht man mit diesen Leuten so den ganzen Tag? Naja, Frühstück ist das eine, dann haben sie gefrühstückt, dann sollen sie sich wieder ins Zimmer zurückziehen und dann haben sie die Möglichkeit, eine halbe Stunde rauszugehen, dann gibt es wieder Mittagessen, dann sollen sie sich wieder zurückziehen, dann haben sie am Nachmittag die Möglichkeit, in der Hobbywerkstatt oder im Bereich Sport was zu machen, Tischtennis spielen, ja, so Gesellschaftsspiele auch zu machen und dann wieder essen und dann wieder ins Zimmer und dann schlafen. Und da war klar, aufgrund der biologischen Impulsgebung, dass man da sehr viel falsch gemacht hatte. Und ich sagte dann natürlich als Empfehlung, was sollte mit dieser Person tagtäglich gemacht werden. Das heißt, wie sollte so ein Arbeitsablauf aussehen, ja, so ein alltäglicher Ablauf. Und das Erste war, dass man sie nach dem Frühstück definitiv nicht in ihre Zimmer zurückschicken sollte, weil, und das war jetzt das Interessante an dieser Darstellung, sie war von ihrer Biogenetik her jemand, die sehr stark einen sogenannten Bewegungsimpuls in sich getragen hat. Das heißt, wir sagen hier in der Fachsprache das sogenannte Mesoderm, weil sie war ein dominantes mesomorphes Naturell. Das heißt, sie hatte sehr viel Dynamik, sehr viel Überschuss an Energie und damit auch an sehr starke regenerative Energie. Das heißt, wenn sie zu viel geschlafen hatte, dann hatte sie so einen Überschuss an Energie gehabt, dass sie unruhig wurde. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man so eine Person einsperrt, die selber sehr viele Bewegungsimpulse in sich hat, was will sie machen? Fenster auf und rausspringen. Weil solche Menschen wollen sich nicht einfangen lassen. Klar wäre sie dann gestorben, wenn sie aus dem Fenster gesprungen wäre, aber aufgrund, wie gesagt, der kognitiven Beeinträchtigung ist ihr das nicht bewusst gewesen. Und so ging es darum, den Tagesablauf komplett umzustellen. Was haben wir gemacht? Da habe ich gesagt, okay, sie ist handwerklich begabt,
Habt ihr irgendwie eine Werkbank, ja, mit Meistern, dass ihr da zum Beispiel Werkstücke arbeiten könnt? Das Zweite war dann zu sagen, okay, guckt mal, dass ihr nachmittags nach dem Mittagessen sie nicht wieder in ihr Zimmer verfrachtet, sondern guckt, dass ihr Sport mit ihr macht. Tischtennis. Die Frau als Impulsträger hatte sie sehr gute Handbegabung gehabt, ja. Und Thematik war, auf einmal kam dann die Erinnerung der Pfleger, ja, wir haben die mal vor einem halben Jahr an der Tischtennisplatte gesehen. Das hat ihr richtig Spaß gemacht. Und so hat man diesen Impuls wieder aufgegriffen. Und was ist aber passiert nach 2 Wochen? Ich habe dann nach 2 Wochen die Rückmeldung bekommen, nachdem ich die Empfehlungen ausgesprochen hatte. Und die Heimleitung war immer noch total überrascht, weil damals selbst die Pfleger meinten, woher wollen Sie wissen, Herr Eisenwetter, dass das stimmt und funktioniert, was wir da jetzt machen sollen? Meine Gegenfrage lautete nur, habt ihr denn noch was zu verlieren? Und immerhin geht es um die Person selber, dass sie zufrieden, erfüllt und glücklich ist in ihrer Situation. Man hat es umgesetzt. Wie gesagt, nach 2 Wochen kam dann der Kontakt mit der Heimleitung mit der Antwort, sie will nicht mehr aus dem Fenster springen, sie schmeißt nicht mehr mit dem Besteck durch die Gegend, greift keine Pfleger mehr an. Und man konnte das wirklich bis auf null reduzieren. Nur weil man erkannt hatte, was ist ihr biologischer Grundimpuls, den man humanmorphologisch herausarbeiten konnte in sehr kurzer Zeit und gleichzeitig einen Arbeitsplan erstellt hatte für die Pfleger, wie sie in Zukunft mit dieser Person umgehen muss. Hierbei ist wichtig zu berücksichtigen, dass wir im Morpheus Profiling und in der Humanmorphologie immer individuell vorgehen. Das heißt, das ist auf diese Person genauso ausgerichtet worden und nicht per Gießkanne, dass wir sagen, wir können dieses jetzt projizieren auf alle, die in irgendeiner Form eine kognitive Beeinträchtigung hat. Aber auf sie war das wichtig abgestimmt und einfach schön zu beobachten, dass auf einmal beide Seiten, und das ist uns immer sehr wichtig, dass sowohl der Insassin, das heißt die Dame, die diese Beeinträchtigung hatte, als auch die Pfleger einfach damit auch wieder in sich selbststimmig ihren Arbeitsablauf tätigen konnten und sie natürlich auch wirklich sehr, sehr erfüllt und sehr freudvoll wieder war, in ihren Tag hineinzugehen. Ich hoffe, die Geschichte hat euch ein bisschen inspiriert, welche Möglichkeiten und Anwendungen so ein Thema unter anderem hat. Folgt mir einfach weiter. Ich freue mich. Euer Klaus.